Viele machen sich Sorgen um großflächige Bankenpleiten in Deutschland und der EU. Und da dachte ich, dass es sinnvoll ist, sich doch nochmal mit dem SAG-Gesetz zu beschäftigen, wo geregelt wird, wie der Bürger hier zur Bankenrettung beitragen muss, wenn seine Bank in finanzielle Schieflage gerät. Wenn du dich so auf YouTube bewegst, dann wirst du viele Videos finden, wo hier von Bankenpleiten, einem Euro-Crash etc. gewarnt wird. Naja, ob diese so ernst zu nehmen sind, das mag ich mal bezweifeln. Das wird ja schon seit Jahren verkündet und vielfach ist es einfach auch nur Geldmacherei. Da will dir jemand Gold verkaufen oder irgendwelche Aktien verkaufen oder irgendwas anderes. Ja, also grundsätzlich, man muss da vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz hat es in den letzten Jahren immer wieder Bankenpleiten gegeben. Sicherlich besonders spektakulär hier die Pleite der Credit Suisse in der Schweiz, aber auch in den USA sind ja in den vergangenen Jahren hier bekannte Banken letztlich pleite gegangen, mussten zumachen, weil es einen Bankrun gab. Und so etwas kann natürlich passieren, das kann ganz sicherlich passieren. Und daher macht es auch Sinn, sich dessen bewusst zu sein, was eigentlich die Konsequenzen sind, wenn eine Bank in eine Schieflage gerät und wie dann vor allen Dingen du als der Kunde dieser Bank hier gerade stehen musst für diese Bankenrettung. Und in diesem Kontext kommen eben sogenannte Bail-in-Gesetze hier zum Tragen. Diese Bail-in-Gesetze wurden nach der letzten großen Finanzkrise 2008 bis 2010 EU-weit verabschiedet. Übrigens auch in den USA, übrigens auch in der Schweiz, übrigens auch in Liechtenstein. Hier soll also nicht mehr der Steuerzahler ein Bailout bewerkstelligen für die Bank. Das heißt, der Steuerzahler muss nicht mehr für die Bank bezahlen, sondern es sind die Investoren, es sind die Kunden, es sind die Anleger dieser Bank, die für die Schulden dieser Bank gerade stehen müssen, wenn die Bank in eine Schieflage gerät. Wie gesagt, wir haben das relativ spektakulär bei der Credit Suisse erlebt. Hier gab es Investoren, die in die Bonds dieser Bank investiert hatten, in sogenannte Convertible Bonds, also Wandelanleihen. Und diese Wandelanleihen im Umfang von 17 Milliarden Franken wurden in Eigenkapital umgewandelt. Das heißt also, mit diesen Mitteln wurde die Bank dann finanziert. Sicherlich, der Schweizer Staat hat hier auch nochmal Garantien gegeben in Höhe von 9 Milliarden Franken. Aber im Wesentlichen wurde die Sanierung durch den Bail-in, also durch die Umwandlung dieser Wandelanleihen in Stammkapital finanziert. Es war dann nicht notwendig, hier auf die Sparguthaben der Kunden der Bank zuzugreifen. Aber hätten andere Mittel nichts gebracht, dann wäre es dazu möglicherweise auch noch gekommen. Die Schweiz hat hier sehr ähnliche Regelungen wie auch die Europäische Union. In Deutschland sind diese Regelungen im sogenannten Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen zusammengefasst. Ich kopiere den Link zu diesem Gesetz in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Was heißt das nun konkret? Bail-in-Gesetze regeln, dass wie bei der Credit Suisse in einer bestimmten Reihenfolge, in einer bestimmten Priorität hier Investoren der Bank und dann am Ende auch Kunden herangezogen werden, um für die Bank zu bezahlen. Zunächst mal sind es die Aktionäre. Viele Banken sind ja an der Börse gelistet. Das heißt, diese Titel verlieren vielfach ihren Wert. Dann sind es Investoren in Anlagen, wie wir es hier bei den Wandelanleihen gesehen haben. Und ganz am Ende dann sind es eben möglicherweise auch all jene, die über 100.000 Euro auf ihrem Konto haben. Oder in der Schweiz sind es 100.000 Franken. Bis zu 100.000 Franken oder eben 100.000 Euro ist man ja angeblich durch den Einlagesicherungsfonds hier gesichert. Das heißt also, diese Beträge weniger als 100.000 Euro werden sowieso garantiert. Ja. Allerdings muss man sich natürlich die Frage stellen, wie das tatsächlich funktionieren soll, wenn es jetzt hier großflächig zu einer Bankenkrise kommt. Dann reicht das Geld, was sich in diesem Fonds befindet, niemals aus. Der ist ja heute schon komplett unterfinanziert. Also tatsächlich muss man sagen, sind die 100.000 wirklich nur symbolisch. Vielleicht wären es am Ende nur 20.000. Vielleicht kann der Fonds gar nicht mehr hergeben, wenn mehrere Banken auf einmal pleite gehen würden. Vielleicht sogar noch weniger. Natürlich, es ist unwahrscheinlich, dass alle Banken gleichzeitig diese Bail-in-Karte ziehen müssen. Ferner sieht die aktuelle Rechtslage vor, dass die Grenze, bis zu der die Einlagen unangetastet bleiben, nämlich die besagten 100.000 pro Kunde pro Bank gelten. Hast du also dein Vermögen bei mehreren Banken hier deponiert, dann kannst du dich also damit letztlich dann absichern. Was viele nicht wissen, ist Folgendes. Du musst nämlich damit rechnen, dass Darlehen,
die bei der Bank aufgenommen werden, sofort fälliggestellt werden. Das sieht das Gesetz vor. Und es ist nicht so, dass dann dein Kreditsaldo mit deinen Verbindlichkeiten berechnet wird. Mal angenommen, du hast 100.000 Schulden bei der Bank in Form eines Darlehens und du hast 200.000 auf dem Konto. Dann werden nicht die 100.000 auf dem Konto, die mehr als 100.000 sind, verwendet, um deine Schulden abzuzahlen. Nein, sondern du musst die 100.000 abführen an die Bank und zusätzlich auch noch wird das Darlehen mit 100.000 fälliggestellt. Es geht schließlich darum, der Bank Liquidität zu verschaffen. Teufel, komm raus. Auf welchem Weg und auf welchen Kosten, das ist zweitrangig. Sogenanntes verwaltete Vermögen ist übrigens nicht davon betroffen. Also wenn du dort jetzt Aktien bei der Bank hast in einem Depot, dann wird dieses nicht eingezogen. Bankschließfächer sind zwar ebenso nicht betroffen, aber die Frage ist natürlich, ob ein Bankschließfach wirklich sicher ist im Fall einer Bankenkrise. Denn im Bail-in-Fall musst du damit rechnen, dass die Bank wenigstens vorübergehend geschlossen ist. Das heißt, die Geschäftsräume sind gar nicht offen, du hast gar keinen Zugang zu deinem Bankschließfach. Wir raten ja schon lange dazu, dass du Edelmetalle im Ausland kaufst. Also das heißt, dass du hier eine Möglichkeit hast, dich auch gegen Risiken deiner eigenen Bank letztlich abzusichern. Zum Beispiel Singapur ist ein gutes Land, um dort Gold zu kaufen. Wir haben dort auch schon einige Videos dazu aufgenommen. Such einfach mal hier auf unserem Kanal und da hast du auch Kontakte zu verschiedenen Goldaufbewahrungsorten weltweit. Hier kannst du dich also gegen regionale Risiken effektiv mit absichern, indem du eben dein Gold nicht in deinem Wohnsitzland hast, sondern eben im Ausland. Ich habe schon gesagt, die Schweiz und Liechtenstein haben gleiche Gesetze. Das heißt, sie sind potenziell ebenso davon betroffen. In der Tat haben es ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, bei der Credit Suisse gesehen, wie ein solcher Bail-in mal tatsächlich hier in der Praxis funktionieren kann. Soweit mal die aktuelle Rechtslage. Seit 2015 arbeitet die EU an der europäischen Einlagensicherung. Das ist aus meiner Sicht sehr riskant und bisher geht es da auch nicht wirklich weiter. Aber jetzt 2024, also letztes Jahr, hat sich nach einer 9-jährigen Pause hier wieder eine neue Entwicklung ergeben und das Projekt wird jetzt hier innerhalb der EU hinter verschlossenen Türen weiterverfolgt. Was muss man sich unter dieser europäischen Einlagensicherung vorstellen? Nun, dafür sollen eben europäische Banken in einen gemeinsamen Fonds einzahlen. Das ist aber nur die Theorie, denn viele Banken in der EU haben ja gar keine Liquidität, um so etwas zu tun. Sie werden mehr oder weniger künstlich am Leben gehalten. Wer wäre also wirklich in der Lage, in einen solchen Fonds einzubezahlen? Du hast recht, deutsche Banken und deutsche Sparkassen. Sie sehen daher die Idee dieser europäischen Einlagensicherung als höchst kritisch an. Sie haben bisher dafür gesorgt, dass diese Idee eigentlich erstmal nicht weiterverfolgt wurde, aber jetzt eben arbeitet man doch wieder daran bei der EU. Letztendlich besteht die Gefahr, dass die europäische Einlagensicherung ein Angriff auf die Reserven ist, die für deutsche Sparer mit deren Mittel bei den Sparkassen und Volksbanken aufgebaut wurden. Wir kennen ja ein ähnliches Problem schon vom europäischen Stabilitätsmechanismus. Hier geht es jetzt wiederum um Bailouts, aber ich erkläre nur die Parallelen. Hiermit können eben überschuldete Mitgliedstaaten der EU gerettet werden. Auch das passiert ja hauptsächlich auf dem Rücken der deutschen Steuerzahler, weil in den meisten anderen EU-Staaten die Solvenz gar nicht vorhanden ist, um dies zu tun. So, und hier ist jetzt natürlich die Frage, wie du dich dem entziehen kannst. Diese EU-Regularien gelten ja nicht nur innerhalb der EU, sondern sie gelten auch für jeden Bürger, der in der EU seinen Wohnsitz hat und dann in einem Drittstaat, zum Beispiel in der Schweiz, ein Wertpapierdepot. Deswegen kann man eigentlich nur zu zwei Dingen raten. Das eine ist hier einen Wohnsitz außerhalb der EU zu etablieren, die EU zu verlassen, auszuwandern. Das ist ja das, worüber wir ständig sprechen. Und dann das wichtigste Werkzeug ist ein hellwaches Bewusstsein für die Gefahren, die gleichermaßen im Bankensektor und hochverschuldeter Staaten lauern. Du brauchst geistige Flexibilität, um Warnzeichen im Vorfeld zu erkennen und Gefahren entgegenzutreten. Und das ist natürlich genau das, was wir auch mit unseren Videos hier bezwecken möchten. Es ist natürlich absolut sinnlos, jetzt hier in Panik zu geraten. Es ist sinnlos, jetzt sein gesamtes Vermögen in Gold umzutauschen und hier Goldbarren zu Hause liegen zu haben. Also solche Extremlösungen sind selten gut. Ich hatte ja schon mehrere Dinge hier angesprochen, die du machen kannst. Konten in mehreren Ländern, Vermögen auf verschiedene Konten verteilen, natürlich stabile Banken aussuchen, die wahrscheinlich nicht von einem Bail-in betroffen sein werden. Konten auch außerhalb der EU, Konten in anderen Währungsräumen, sei es Singapur, sei es USA, sei es Schweizer Franken. Das sind alles Dinge, die du konkret machen kannst. Und natürlich dein Geld anlegen. Denn wie gesagt, du bist ja nur davon betroffen, wenn du mehr als 100.000 Euro hier auf den Banken liegen hast. Also sinnvolle Anlagen zu suchen, in reale Werte zu investieren. Das können gute Aktien sein, natürlich Edelmetalle, vielleicht auch Krypto.
Immobilien sind sicherlich auch gut. Also reale Werte. Und es gibt natürlich auch noch etliche andere Sachwerte von Kunst bis Edelsteine etc. Also hier musst du eine Strategie ausarbeiten. Das ist nichts, was besonders schnell geht. Da musst du dir Zeit dafür nehmen. Da kannst du nicht aus der Hüfte schießen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht das wirkungsvollste Instrument, das Instrument mit der größten Hebelwirkung ist die Wohnsitzverlagerung ins Ausland, am besten außerhalb der EU. Dann kannst du dich tatsächlich diesen Risiken wenigstens in der EU entziehen. Und wenn das Themen sind, die auch für dich interessant sind, wenn du dir überlegst, die EU zu verlassen, auszuwandern, dein Vermögen zu schützen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als genau Mandanten bei solchen Vorhaben zu beraten, Steuern im Ausland zu optimieren, Vermögen zu sichern, Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.